So schön, dass du hierher gefunden hast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Als ich im Dezember 2021 im Darkroom für 5 Tage und Nächte war, in totaler Finsternis, wirklich absoluter Finsternis, Tag und Nacht, hat sich in mir gezeigt, was dann im Video danach auch auf YouTube kam, wie 2021, 22 und 23 sozusagen so dieser Zusammenbruch von unserem alten System und den Dingen, die wir so gewohnt waren, stattfindet, um dem Neuen Platz zu machen, was da am Hereinkommen ist. Das, was du in der Welt siehst, ist genau das, von dem ich gesprochen habe. Wann, was, wie zeitlich genau passiert, ist ja immer so eine Frage, weil es eine kollektive Angelegenheit ist. Wir gemeinsam erschaffen genau das. Das Bild, was im Außen passiert, hat ein Bild, was in uns passiert. Die fünfte Dimension ist nicht irgendein Stockwerk irgendwann irgendwo außen, wo irgendwelche Extraterrestrials oder sonst wer für zuständig ist und der einem hilft, dort irgendwie hin mit einem Schiff zu kommen oder sonst irgendetwas. Jetzt mal ganz provokativ, sondern das ist ganz einfach dein Wesen, was du eigentlich bist, dein unsterbliches Sein, deine Urenergie. Und die ist möglicherweise noch viel höher wie die fünfte Dimension, aber es geht darum, hier auf dieser Erde einen höheren Anteil von dir zu leben. Das, was zum Beispiel ich in Videos davor mit Anastasia für meine eigene Reinkommen, meiner eigenen größeren Multidimensionalität, die hier wirksam ist auf der Erde, als Anastasia benannt habe, beziehungsweise von meinem geistigen Team, von meinem Zuhause, wo ich herkomme, von den Sternen, ja, mir so gegeben wurde. Das heißt, wir selber entwickeln uns aus unserem Verstehen, dritte Dimension, denken, wir wären ein Körper, ja, und sozusagen alles das, was wir um uns herum wahrnehmen, wäre eine Realität. Und wir sind der Name, wir sind das Kind unserer Eltern, wir wären all das, was wir an Erfahrungen machen hier als Mensch, wir wären das alles. Ja, wenn wir irgendetwas Schlimmes erfahren haben, dann ist das für immer und ewig etwas Schlimmes und so weiter. Das ist dritte Dimension. So erfahren wir uns als göttliche Schöpferwesen hier auf der Erde in einem Avatarkörper, der sich Mensch nennt, erfahren wir als vollkommene Wesen komplette Limitierung und damit gigantische Schwierigkeiten und Mühsal und was weiß ich alles. In diesem Bewusstsein, wo wir vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Und das, was in uns selber aufbricht, abbricht und sozusagen geht an altem Bewusstsein, bedeutet, dass wir anfangen, uns zurückzuerinnern an das eigentliche Wesen, was wir wirklich sind und mehr das Spiel des Lebens anfangen zu durchschauen und zu erkennen und damit mehr und mehr anfangen, aus der ganzen Geschichte auszusteigen.
und zu erkennen: Wow, nicht das, was außen, was unser Verstand uns erzählt, ist die Realität, sondern das, was wir in uns entscheiden, ist die Realität. Wenn wir unserem eigenen inneren Wesen folgen und unserem Herzen folgen, folgen wir, denn unser Herz ist angeschlossen an unser multidimensionales Wesen, an unser Sein, an unser unsterbliches Sein. Wenn wir dem folgen, dann treten wir mehr und mehr aus dieser dritten Dimension, Matrix, Erde, Schwierigkeiten, Blockaden, Mühsal heraus. Das passiert in unserem Bewusstsein und kommen mehr und mehr in das eigentliche Wesen, was wir sind. Und das ist restlos frei. Wir sind vollkommen freie Wesen. Wir können auch hier auf der Erde alles gestalten, was wir noch nur wollen. Das Einzige, was uns zurückhält, ist noch das alte Bewusstsein. Und je mehr von diesem alten, limitierten Bewusstsein anfängt abzubrechen, aufzubrechen und abzufallen, umso mehr wird das Eigentliche in uns frei. Ja, Angst ist ein Key-Schlüssel, ein Kernschlüssel zum Beispiel, der uns von dem abhält, was wir wirklich sind. Wenn du dich fragst, was hast du in deinem Leben noch nicht getan, weil du davor Angst hattest, diese Schritte zu tun, dann siehst du, wenn du dir vorstellst, du hast keine Angst, überhaupt keine, und du hast alle Mittel zur Verfügung, denn es ist nur eine Entscheidung weit entfernt, wo du dann stündest. Das heißt, die fünfte Dimension ist schon da. Das ist das, was dein multidimensionales Wesen ist, was über dein Herz hier in dieser Erdensituation zu dir kommuniziert und wo du darüber mit allem auf eine ganz andere Art und Weise umgehst, weil du auf einmal auf alle Fragen Antworten hast in deinem Inneren, die aus einer ganz anderen Dimension heraus kommen. In meinem 33. Lebensjahr 2006 wurde ich in einen tiefen Christusbegegnung, Ereignis im Inneren, ohne dass ich es gesucht habe, mit diesem Anteil in mir verbunden und habe von dort an unglaublich viel verstanden. Das bedeutet, da kam der erste Schritt und Anfang von der fünften Dimension hinein in mein eigenes Leben, und ich habe gesehen mehr und mehr, wie ich, weil ich niemanden kannte um mich herum, der in irgendeiner Form eine Erfahrung damit gemacht hat, Learning by doing, wie dieses Innere sehr, sehr weise mich geführt hat zu Dingen, auf die ich über meinen Verstand nie gekommen wäre. Unbeschreibliche Wunder sind mir dadurch mehr und mehr in mein Leben hineingekommen, und ich bin immer freier geworden und habe immer mehr von dem wirklich realisieren können, was ich bin und was wirklich in meinem Herzen liegt und was wirklich meins ist. Ja, bis dahin, dass ich sozusagen 2019 gemeinsam mit meinem Mann von ihnen nach Asien geschickt wurde, genau rechtzeitig, bevor die C-Zauberkrankheit anfängt und wir ein fantastisches Leben hier gestartet haben und genau rechtzeitig unser Modeunternehmen in Europa losgelassen haben. Was auch schon ein Herzensanliegen war, aber was sozusagen quasi eine Vorstufe von dem ist, was ich heute mache. Das heißt, außen sehen wir genau das Gleiche. Wir sehen die Reflexion unseres eigenen Bewusstseins im Außen sich spiegeln. Du fängst mehr und mehr an zu sehen: „Wow, die Dinge, die außen passieren und die Dinge, die ich fühle, erlebe und von denen ich ausgehe selbstverständlich, kriegen mehr und mehr einen Zusammenhang. Du erkennst mehr und mehr: Wow, was da eigentlich passiert. Und mehr erkennst du und erinnerst dich wieder zurück, worauf es eigentlich ankommt. Dass das, was in dir zentral für dich wichtig ist,
wirklich wichtig ist, zum Beispiel. Dass die Verbindung zu dir selber, die Anerkennung, die Liebe zu dir selber zentral ist, weil da, wo du in die volle Verbindung mit deinem eigenen inneren Wesen kommst, kannst du anfangen, dich von innen, von diesen ganzen Dingen zu befreien. Erst wenn ich an mich glaube, kann ich mich wirklich von dieser ganzen, aus dieser Manipulation herausbefreien und sozusagen die Dinge von innen führen lassen, aus meinem viel mehr wissenden Wesen, was den Überblick hat, nicht nur über dieses Leben, sondern über alle Leben und auch alles, was kommt. Das heißt, was du außen siehst, kannst du im Grunde genommen voller Freude in Empfang nehmen und sagen: „Okay, was ist es, warum ich beispielsweise Kriege noch in meinem Bewusstsein habe? Warum nehme ich die wahr? Warum machen sie mir Angst? Warum sind sie dort? Warum lasse ich mich kleinkriegen?“ Und wenn ich mit diesem Bewusstsein da drangehe aus meinem höheren Wesen, dann sehe ich die Angst selber vor etwas kommt aus den Tiefen in mir drinnen und hat möglicherweise mit kollektiven Erfahrungen zu tun, hat möglicherweise mit unseren Ahnen zu tun, hat möglicherweise mit Dingen zu tun, die in meinem Körper alleine drinnen sitzen. Und hier stellt sich beispielsweise die Frage, Ängste zu bearbeiten, zu entlassen. Es stellt sich die Frage, zu schauen, was in mir liegt in Konflikt in mir selber? Was ist im Konflikt mit anderen Menschen? Das ist ja eine Frage von Bewusstsein. Solange ich natürlich alle Menschen außerhalb von mir als etwas Getrenntes anschaue, das ist ein bestimmtes Bewusstsein, nämlich zum Beispiel 3D-Bewusstsein, ja, dann ist der saudoof und der ist so und der ist so und so weiter und die sind alle die Doofen da draußen und ich bin so und so. Ja, da habe ich in mir etwas von der Frequenz vom Krieg anwesend. Wenn ich erkenne, wow, es ist alles ein Anteil von mir und ich erkenne die verschiedenen Spiegel in mir selber, die sich dort im Außen spiegeln, dann kann ich anfangen, völlig anders damit umzugehen und die Dinge auflösen in mir, die mich noch so limitiert in meinem eigenen Bewusstsein halten. Es ist also der Wandel selber ein unglaublicher Prozess der Reinigung von innen, von Bewusstsein, von Dingen, die mich klein gehalten haben, von Limitierungen, die ich angenommen habe. Ein gigantischer Reinigungsprozess. Und das wiederum spiegelt sich im Außen. Wenn du nicht weißt, wo du mit deinem Bewusstsein stehst, brauchst du nur in dein Außen schauen und schauen, was nehme ich in meinem Außen eigentlich wahr? Was sehe ich dort? Was ist meine Realität? Und wenn du dann die zurückreflektierst und schaust nach innen, okay, was sind denn meine ganz selbstverständlichen Erwartungen ans Leben und meine selbstverständliche Denkweise, dann wirst du sehen, sie passen zusammen. Denn ich frage dich, bist du in der Lage, in dir eine Welt von vollkommenem Frieden bereits als Realität zu leben und Liebe als Selbstverständlichkeit in der Regierung, im Gesundheitssystem, im Schulsystem, im Miteinander überall als Realität in dir erfahren, fühlen, erleben, sein? Wenn das der Fall ist, dann wirst du das Außen auch entsprechend sehen. Wenn Dinge auf dich zukommen, die dir Angst bereiten, die dir Schwierigkeiten bereiten, die dich unsicher machen, ist es eine Frage, was habe ich in mir zu reinigen und zu entlassen an Bewusstsein, dass das im Außen spiegelt.
Ich habe auch schon vielfach darüber in Videos gesprochen, auch, dass wir meinen, dass das, was in den Medien und was die Leute sagen, alles ja Realität wäre, was irgendwo auf der Welt stattfindet. Dabei sind das, solange ich nicht mittendrin stehe, immer Vorstellungen von etwas und finden damit im Verstand statt. Das, was passiert, ist notwendig und großartig, denn es ist längst entschieden auf einer anderen Ebene, dass Liebe, Miteinander, Entfaltung, Freiheit, dem eigenen Herzen folgen, der Freude und der Leichtigkeit, was wir wirklich sind, kommt. Da ist auf einer anderen Ebene. Es ist Selbstverständlichkeit, denn es ist das, was wir eigentlich sind. Was wir hier kollektiv miteinander auf dieser Erde gestalten, ist der Abbruch eines wahnsinnig limitierten Bewusstseins. Vierte Dimension ist eben zum Beispiel, dass wir erkennen, wir können bewusst erschaffen. Wir können von ihnen Dinge manifestieren im Leben und die werden so, wie wir sie manifestieren. Ich habe als Beispiel 2017 mit einer Freundin in Los Angeles telefoniert und so getan, als wären wir 5 Jahre im Voraus. Und ich habe erzählt, ja, ich hatte eine Modenschau in Cannes zu den Filmfestspielen und das war so und so und so und so. 4 Monate später bekam ich einen Anruf von einem TV-Sender aus Miami, ob ich in Cannes zu den Filmfestspielen eine Modenschau machen möchte. Und natürlich hatte ich eine gemacht mit der Elizabeth Taylor Foundation im Grand Hotel zu den Cannes Filmfestspielen. Mit allem drum und dran, so wie in Hollywood, so mit roten Bändern, goldenen Ständern und Pipapo. Der Punkt ist, das ist einer der nächsten Schritte im Bewusstsein, wirklich zu erkennen, wow, ich kann ja die Dinge von innen manifestieren und mir gestalten. Das ist ein nächster Schritt. Die fünfte Dimension, wo wir am Hinentwickeln sind, ist, ich muss gar nichts mehr in dem Sinne manifestieren. Ich brauche nur in die Verbindung von meinem tatsächlichen Sein zu kommen, über mein Herz. Was ich nenne, meine innere Stimme. Jeder hat diese innere Stimme. Das ist das Christusbewusstsein, dass wir wieder in unsere Angebundenheit kommen, dass wir wieder in das Bewusstsein von Einheit, von Verbundenheit kommen. Das, was wir eigentlich sind. Und da fehlt uns gar nichts, denn von innen sind für jede einzelne Situation, die im Leben passiert, genau die richtigen Antworten da. Und wenn wir gelernt haben, aus dieser Manipulation, die über den Verstand im eigenen Körper funktioniert, und dem Vertrauen, was das Herz sagt, und über diesen Kanal anfangen zu gehen, sind wir raus aus den Schwierigkeiten. Denn es gibt keine Schwierigkeiten mehr, denn wir haben nicht nur ein vollkommenes Hellsehen, sondern auch ein vollkommenes Hellwissen. Wir wissen die Dinge. Du hast das in dir. Das ist deine Natürlichkeit. Der Weg ist in dir. Dein Weg. Es gibt keinen einzigen, der dir von außen helfen kann. Du gehst diesen Weg. Es gibt viele Wesen, die dich daran erinnern, so wie ich zum Beispiel speziell für diese Zeit inkarniert bin, um dich daran zu erinnern. Und ich bin selber den ganzen Gang durchgegangen als Mensch hier auf der Erde, um diese Erfahrungen machen zu können, um dir das entsprechend sagen zu können, um dir das erzählen zu können, um dir das auf menschlicher Ebene sagen zu können, worum es geht.
Aber dieses vollkommene Wesen, das alles tun können, was du willst, ist schon selbstverständlich in dir anwesend. Selbstverständlich in dir anwesend. Du musst also dich nicht irgendwo hin entwickeln, sondern du musst ein altes Bewusstsein, ein altes System ziehen lassen, sich abbrechen lassen, sich zerstören lassen und verschwinden lassen. Denn das ist, was passiert. Du siehst es im Außen, weil es in dir passiert. Es passiert schon. Deine Selbstverständlichkeit ist, immer Schöpfer zu sein. In einer Sekunde hast du in dir genau vor dir, was du haben willst, und in der nächsten Sekunde ist es realisiert. Das ist deine natürliche Gabe. Und selbstverständlich, wenn du nicht inkarniert bist, bewegst du dich aus dieser selbstverständlichen Angebundenheit, also selbstverständlich deinem multidimensionalen Wesen, was mit allem verbunden ist, aus diesem Wissen. Das ist der Prozess. Und der geht jetzt in 2024 radikal weiter seinen Gang. Also, das Entscheidende ist, schau dir das Außen, was du wahrnimmst, an als etwas, was Prozesse in dir spiegelt. Und erkenne, dass du immer Schöpfer bist, auch wenn du keine Ahnung hast. Und dass du immer schon unendlich wissend bist. Und dass alles jetzt schon da ist. Es ist dein Prozess, dass das mehr und mehr jetzt dir zu Bewusstsein kommt und du das mit dem Tagesbewusstsein immer mehr anfangen kannst, bewusst zu hantieren. Ich freue mich von ganzem Herzen das nächste Mal auf dich. Bis dann.